Hallo und herzlich willkommen beim Dein Techniker Kanal. Heute haben wir etwas ganz Besonderes. Küchenmaschine. Die habe ich vom guten Nachbarn bekommen, Lars. Ich bedanke mich erst für das gute Stück. Und ja, er hat mir erzählt, dass das Gerät oder das Messer sich nicht richtig dreht oder der Motor nicht genug Kraft hat. Ja, so, jetzt ist das Gerät ein Projekt, das vor mir steht, und mal gucken, ob ich das Gerät wieder im Laufen bringen kann oder mindestens den Fehler finde. Das ist eine Küchenmaschine, Kitchen Tool vom Silvercrest, Monsieur Cuisine Smart. Ja, mal gucken, ob wir das schaffen. Ich muss erstmal den Arbeitsplatz vorbereiten. Das Gerät wird hier operiert. Das ist das OP-Zimmer. Und ja, drückt mir bitte die Daumen. Dein Techniker, alles klar, reparieren wunderbar. Schritt für Schritt, wir kriegen's hin, mit Technik, Know-how und Sinn. So, hier wird das Gerät operiert oder repariert. Ich glaube, das Platz reicht mir schon. Ja, erstmal, ich wollte einfach das Gerät auseinandernehmen, ohne das in Betrieb zu nehmen. Ich glaube, es liegt in einem Keilriemen. Vielleicht hat er einen Schwachpunkt oder den Keilzahnrad. Es kann auch sein, dass es ein Zahn kaputt ist oder abgerissen. Ja, also mit Silver Crest habe ich keine Erfahrung. Das ist auch gleich wie Thermomix von Vorwerk. Naja, Thermomix kann ich nur bedienen, reparieren habe ich noch nicht. Und jetzt versuchen wir, den zu reparieren. So, überall geguckt, an der Seite, vorne und hinten gibt es leider keine Schraube, die man aufmachen. Ich gehe vor, dass die Schrauben sind unten jetzt. Und ja, first of all, Safety first. Ihr seht, dass ich das Gerät nicht mit dem Strom angeschlossen habe. Und außer die Füße, da sind 6 Löcher hier. Die sind Kreuz. In den Löchern sind die Schrauben. Die sind Kreuzschraube. Ich würde erstmal sie lösen und dann können wir weitermachen. Die 6 Schrauben sind jetzt raus. Ich möchte hinweisen, dass hier die Löcher zu tief sind. Macht Sinn, wenn ihr eine dünnere Schraubenzieher oder eine längere Bit mit magnetischer Kopf, damit ihr die Schrauben rausnehmen könnt. Und ja, falls ihr keine Schraubendreher mit magnetischer Kopf habt, ich glaube, in jedem Haus bei der Kühlschrank gibt es welche Magnete am Kühlschrank oder bei Tafel. Könnt ihr einfach den Kopf von der Schraubenzieher einfach so reiben an dem Magnet, dann wird ihr vor kurzer Zeit magnetisch sein. Ja, die Schrauben sind jetzt ab. Ich versuche jetzt, ob ich diese Kappe abnehme. Ich glaube, das geht. Erstmal runter gucken, falls Kabel oder so darunter stehen. Ja, da ist ein Kabel, deshalb lieber vorsichtig. Ich musste hier nicht was kaputt machen. Ja, so. Den Stecker muss ab. So, jetzt kann ich diese Teil an der Seite legen. Ich glaube. Ja. So, jetzt würde ich die Schraube, die hier und da und der auch, die sind Kreuzschraube, außer der hier ist T20, meine Lieblings. Warum der ist T20 und der andere sind Kreuz?
Das weiß ich leider nicht. Ich sehe hier, dass die Lüfter, die Ventilator, diese Gebläse auch ein bisschen schmutzig ist. Das mache ich später, falls ich die Fehler erstmal finde und repariere. So, ich nehme die Schraube jetzt ab. Meine Liebe, hier und hier habe ich festgestellt, dass die Löcher sehr tief sind. Deshalb brauchte ich eine Verlängerung, damit die reingehen bis Ende und ich die Schraube abnehmen kann. Die sind jetzt lose, aber die hängen jetzt drin. Jetzt kippe ich das Gerät upside down, damit ich die rauskriege und später richtig festdrehen kann. So, ich musste das hier abnehmen, aber ich habe gemerkt, dass es ein bisschen schwer. Das heißt, die gesamte Gewicht wahrscheinlich liegt an diesem Teil. Deshalb drehe ich das jetzt um und versuche diese Seite abzunehmen und nicht da. So. Mal gucken. Ja. Easy, easy. Ich würde ungern alle Stecker und Kabel abnehmen, aber ich glaube, ich muss das machen, weil anders geht nicht und ich will nicht ein Kabel kaputt machen. So, 1, 2, das sind viele, ne? Oder so geht auch. Fest. Jo. Ein Blick. Was ist das denn? Goldene Zeug. Das mache ich später sauber. Das ist der Motor. Also er dreht sich. Warte. Da ist der Keilriemen. Ich weiß nicht, ob ihr das sieht. Also er dreht sich, aber trotzdem wollte ich an die Zahnräder gucken, ob die heil sind oder abgebrochen. So, jetzt wollte ich das Teil abnehmen. Also da ist noch eine, da um die Ecke noch eine und da ist noch eine. Und ich glaube, erst muss diese Gehäuse abgenommen werden, damit ich die beiden Schrauben unten losen kann. Und den Netzteil auch. So, ich würde erstmal also das Teil abnehmen, die Schraube da, die Schraube da, die Schraube hier und einfach das Teil da legen und dann würde ich die Schraube und die rausnehmen. Also wir machen das Schritt per Schritt. So, erstmal die und die. Los. So, die 3 Schrauben sind jetzt lose. Problem, ich kann trotzdem das Teil nicht rausnehmen, weil da noch ist eine Schraube unter diesem Teil. Deshalb, das Teil muss erstmal bewegt werden. Jetzt nehme ich
diese Motorschutz ab und dann die andere Schraube. Also jetzt die Schraube hier und die hier. Ich sehe keine andere Schraube. So, ich nehme die beiden jetzt ab. Schrauben sind ab. Jetzt diese Teile einfach hochheben. So, an der Seite liegen. Und jetzt würde ich einmal, zweimal, 3, 4, 5, 6. Und dann kann ich das Teil ein bisschen bewegen und die letzte Schraube von diesem Teil abnehmen. So, die 6 Schrauben sind jetzt weg. Jetzt komme ich auch an der letzte Schraube hier. Und ich glaube, die Schutzleiter wird mich ärgern nachher, weil es zu groß ist. Deshalb nehme ich den auch ab. Und lege ich die beiden Leitungen an der Seite. Und jetzt nehme ich die letzte Schraube auch ab. So, jetzt kann ich hier reingucken. Also sieht gut aus, glaube ich. Aber ich prüfe das nochmal. So, ich habe keine mechanischen Fehler gefunden. Kann sein, dass die Kohlebuste durch sind, aber sieht auch nicht so. Die sehen heil aus. Der Motor ist auch nicht beschädigt. Ich prüfe die Rippen hier. Diese Kupferrippen. Die kriegen auch Kontakt mit der Kohle. Aber was mir wundert, also diese goldene Zeug, woher kommt er? Und auch die Kontakte hier sind auch ein bisschen verrostet. Wahrscheinlich war er nicht richtig dicht. Später versuche ich das sauber zu kriegen und dann prüfe ich das Gerät und gucke, was er macht. So, jetzt baue ich alles wieder zusammen. So, ich habe hier sauber gemacht. Ich habe gedacht, dass diese goldene Zeug ist Farbe, Lebensmittelfarbe, die man mit Essen verwenden, aber der war hart, ne? Also metallisch. Und dann habe ich an der anderen Seite geguckt von dieser Thermomix und da habe ich auch was gesehen. Und der ist locker. Habe ich hier geguckt. Das war die Führung vor dieser Kupplung. Also ihr seht schon hier, dass die Ecken von diesem Loch sind geschliffen und auch der Rand ist gebrochen. Normalerweise, wenn er so auf diese Stange steht, da soll sich
drehen, wenn der Motor dreht. Oder wenn man die dreht, dann muss der Motor auch gedreht werden. So wie hier. Ja, also diese Führung, diese Kupplung, die Kupplung muss getauscht werden. Ich gucke, ob ich das auf Amazon oder eBay oder irgendwo kriegen kann. Dann baue ich das. Einfach wird hier reingesteckt. Ich mache das auch hier gleich sauber. Ja, ich baue alles jetzt wieder zusammen. Das war so ein bisschen unnötig, alle Schrauben abzunehmen. Eigentlich braucht man nur den Deckel abzunehmen oder den ganz rausnehmen, um festzustellen. Aber naja, Hauptsache, wir haben den Fehler gefunden. Ich hoffe, dass ich das als Ersatzteile finde. Dann habe ich meine Thermomax oder Monsieur Cuisine. Ja, so, jetzt kommt die Schutzleitung hier, Schraube, und dann wird der Kabel hier auch wieder befestigt. Und ja, dann die Gehäuse von dem Motor, dann mache ich alle Schrauben wieder fest. Ein Tipp hier, alle Schrauben sind hier von Kunststoff, die mit großen Gewinde, die sind vor Gehäuse, von Metall. Also achtet darauf, wenn man eine Kunststoffschraube dreht, die Gewinde ist aus Kunststoff. Wenn ich einfach jetzt die Schraube reinstecke und drehe, dann breche ich die Gewinde und dann wird die Schraube nicht fest. Deshalb einfach an der Gegenrichtung drehen, bis man so einen Klick hört. Dann weiß man, dass die Schraube jetzt in die Fuhrung und kann man die wieder festdrehen, ohne die Gewinde kaputt zu machen. So, die Schrauben sind jetzt fest. Da bleibt diese Halterung und der Motorhalterung. So. Jetzt schraube ich wieder die 3 Schrauben fest. So, alle Schrauben in Innenleben sind jetzt fest. Jetzt kommt der Deckel wieder darauf. Ich gucke und ich hoffe, dass keine Kabel sind drin geknickt. Hier musst ihr auch achten, dass der Kontaktdichtung instand sitzt, weil wenn man die Klappe reindruckt, es kann sein, dass der hoch geht und wird später nicht richtig dicht sein. Und es kann sein, dass ihr Schwierigkeit bekommt, wenn ihr den Topf hier reinsetzen. So, der sitzt wieder richtig. Später mache ich sauber. Ja, und später gucke ich, ob ich diese Kupplung, diese Blume irgendwo als Ersatzteil kriegen kann. Die hier. Ja, eigentlich konnte man das am Anfang feststellen, dass der kaputt ist. Aber wie gesagt, das ist das erste Mal, dass ich ein Küchengerät in Hand habe oder repariere. So. Wahrscheinlich war er nicht richtig im Platz. Deshalb hat die Stange, die da immer gedreht und hat das gegen geschliffen. Deshalb ist der kaputt gegangen.
Ja, ich gucke, ob ich irgendwo das Teil bekomme. Ich schraube jetzt alle Schraube wieder fest. Aber wichtig, wir wissen jetzt, wie man die Maschine auseinander nimmt, das Gerät auseinander nimmt und woran der Fehler liegt, wenn der Messer im Topf nicht richtig dreht. Es kann, wie gesagt, diese Kupplung, die Blume oder Keilriemen oder ein Zahnrad. Ich habe gesehen, dass die aus Kunststoff sind. Und es kann sein, dass die auch mal kaputt gehen. Ja, auseinander ist einfach, nur muss man einfach probieren. Jetzt drehe ich das Gerät wieder upside down und die Reste schraube ich fest. So, Gerät ist wieder zusammengebaut. Ich habe ihn ein bisschen gereinigt und ich habe tatsächlich auf Amazon ein Ersatzteil gefunden. Der heißt Kupplungsführung für Monsieur Cousine. Und ja, 2 Stück, 12 Euro. Ja, wenn die kommen, wird einfach hier reingesetzt. Und dann kommt diese Blume darauf. Bin gespannt. 2 Tage und sind die Teile da. So, jetzt ist das Gerät eingeschaltet. Ich versuche jetzt mit den kaputten Kupplung. Mache Start. Da sieht man schon, dass die Messer sich sehr schwer dreht. Ja. Und zwar am Samstag habe ich die Maschine auseinandergenommen und das Teil bestellt. Montag, Teil ist da. Jetzt baue ich das Teil und gucken weiter. So, ich schalte die Maschine jetzt aus. Nehme den Stecker und baue das Teil. So, Top ist jetzt ab. Wie gesagt, 2 Teile mit der Abdeckung, die haben 12 Euro gekostet oder 11, etwa. Ich glaube, das ist aus Aluminium. So, jetzt nehme ich die Blume-Kupplung einfach ab. Ja. Hier sieht man schon, der ist rund geworden. Nehme auch die alte Abdeckung. So. Und da sieht man schon den Unterschied, ne? So, wichtig ist, hier, da gibt es eine Kugel. Deshalb ist wichtig, wenn man das tauscht, richtig runterdrückt und man muss merken, dass das Teil sich gerastet hat, ne? Und dann die Abdeckung darauf. Das behalte ich. Mal gucken, wie lange hält der neue Teil. Naja, hat auch nicht so viel gekostet. Jetzt kommt der Topf darauf und prüfen wir den Messer nach dem Tausch. Ich stecke jetzt wieder in Strom. Nehme ich wieder die Stufe 4 und Start. So, großer Unterschied, ne? Da sieht man schon. Jetzt bin ich bei Stufe 3. 10. Ja. Hat geklappt. Vorteil wissen wir jetzt, wie man die Maschine auseinander nimmt. Die verschiedene Ursache, wie gesagt, ja, es kann sein, dass diese
Kupplung, diese Blume-Kupplung oder Keilriemen gerissen oder hat eine Schwachstelle oder ein Zahnrad gebrochen oder kaputt oder gerissen. Ja. Jetzt habe ich meine Küchenmaschine Monsieur Cuisine. Ja, ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Und falls ihr meinen Kanal noch nicht abonnieren das bitte. Ja, bis zum nächsten Mal. Dein Techniker. Dein Techniker, alles klar, reparieren, wunderbar. Schritt für Schritt, wir kriegen's hin, mit Technik, Know-how und Sinn. Dein Techniker, alles klar, reparieren, wunderbar. Schritt für Schritt, wir kriegen's hin, mit Technik, Know-how und Sinn.